Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit gängigen Zahlensystemen, dem Hexadezimalsystem, dem Dezimalsystem, dem Binärsystem und dem Oktalsystem. Und ich werde dabei insbesondere die Umwandlung von einem System in das andere System auf dem Casio FFX91DE zeigen. Gegen Ende des Videos werde ich dann auch noch zeigen, wie man eine IP-Adresse von der Dezimalschreibweise in die Binärschreibweise und umgekehrt umwandelt. Zunächst gehe ich aber noch einmal grundsätzlich auf den Aufbau von Zahlensystemen ein. Verschiedene Zahlensysteme unterscheiden sich grundsätzlich nur dadurch, dass sie über eine verschiedene Anzahl von Symbolen verfügen. Dezimal ausgedrückt verfügt das Dezimalzahlensystem über 10 Symbole, das sind die Symbole, die Sie sicherlich kennen. Das Oktalsystem verfügt, hier dezimal ausgedrückt, über 8 Symbole. Das sind die gleichen Symbole wie im Dezimalsystem, es fehlt allerdings die 8 als Symbol und die 9. Das heißt, die Symbole reichen nur von 0 bis 7. Das hexadezimale Zahlensystem verfügt über 16 Symbole, hier wieder dezimal ausgedrückt. Die ersten 10 Symbole sind die des Dezimalsystems, also identisch mit denen, und es folgen dann noch die Buchstaben A, B, C, D, E und F. Das binäre Zahlensystem verfügt nur über 2 Symbole, die 0 und die 1. Möchte ich in einem der Zahlensysteme die Zahl 7, meine Denkweise ist hier dezimal, ausdrücken, so kann ich das natürlich im Dezimalsystem durch das entsprechende Symbol tun, aber auch im Oktalsystem, ja, das ja über die Symbole 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verfügt, kann ich die 7 ebenfalls über dieses Symbol ausdrücken. Was passiert aber nun, wenn ich im Oktalsystem die dezimale Zahl 8 ausdrücken möchte? Dafür reichen ja nun meine Symbole nicht mehr aus. Möchte ich im Oktalsystem also die dezimale Zahl 8 ausdrücken, meine Denkweise ist hier dezimal, so kann ich zwar im Dezimalsystem dieses Symbol verwenden, aber nicht im Oktalsystem. Denn dieses Symbol existiert hier nicht. Wie bei allen anderen Zahlensystemen auch, muss ich beim Erreichen des höchstwertigsten Symbols nun hergehen und 2 Symbole einsetzen. Wir sehen hier die 1 und die 0. Das ist eine Zahl im Oktalsystem, so ist das hier gemeint, und zwar ist das die 8. An der niederwertigsten Stelle komme ich mit meinen Symbolen nicht mehr hin, um die 8 auszudrücken. Also wird diese Stelle auf 0 gesetzt und die daneben liegende, links daneben liegende Stelle erhält das erste wertige Symbol aus der Symbolik des Oktalsystems. Und damit muss ich beiden Stellen eine Wertigkeit zuordnen. Meine Denkweise ist hier wieder dezimal. Die ganz rechts liegende Stelle hat die Wertigkeit 1, die links daneben liegende Stelle hat die Wertigkeit 8. Somit kann ich jetzt also 1 mal 8 plus 0 mal 1, 1 mal 8 plus 0 mal 1 rechnen. Das entspricht der dezimalen Zahl 8, die sich nun im Oktalzahlensystem eben als 1, 0 darstellt. 1, 0 im oktalen Zahlensystem entspricht der 8 im dezimalen Zahlensystem. Wie eben bereits gesagt, gilt es für alle Zahlensysteme, dass dann, wenn mir quasi die Symbole ausgehen und ich höhere Zahlen ausdrücken möchte, ich halt mehr als ein Symbol aus dem entsprechenden Zahlensystem benötige. Ich möchte das Ganze hier noch ein wenig vertiefen, indem ich einige Zahlen aus bestimmten Zahlensystemen in eine Dezimalzahl umrechne. Die Zahl 326 im Dezimalsystem ist natürlich wiederum 326 im Dezimalsystem.
Dabei muss ich mir nun aber klar machen, dass die rechte Stelle die Wertigkeit 1 hat, die daneben liegende Stelle hat die Wertigkeit 10, das ist die Anzahl der Symbole, die ich in diesem System zur Verfügung habe, und die dritte Stelle von rechts gelesen hat die Wertigkeit 100. So ergibt sich nun 326 als 3 mal 100 plus 2 mal 10 plus 6 mal 1 und natürlich kommt wieder 326 dabei raus. Wenn ich diese Zahl lese, 326, und gehe davon aus, dass sich diese Zahl im Oktalzahlensystem befindet und möchte die in eine Dezimalzahl umwandeln, so werde ich sehen, dass das dezimal gedacht 214 ist. Denn die Wertigkeit dieser einzelnen Stellen hat sich nun geändert, da ich ja nicht mehr 10 Symbole zur Verfügung habe, sondern nur 8. Die ganz rechts liegende Stelle hat wiederum die Wertigkeit 1, die daneben liegende Stelle hat nun aber nicht mehr die Wertigkeit 10, sondern 8. Die dritte Stelle von rechts gelesen hat nun die Wertigkeit 64, alles dezimal gedacht. Somit ergibt sich 3 mal 64 plus 2 mal 8 plus 6 mal 1 gleich 214 dezimal. Im hexadezimalen Zahlensystem kommen ja nun auch Buchstaben als Symbole für Zahlen vor. So habe ich mir hier die Zahl AF6 ausgeguckt, um die dezimal umzuwandeln. Hier gilt wiederum das Gleiche. Die ganz rechts liegende Stelle hat die Wertigkeit 1, dezimal gedacht. Die zweite Stelle hat die Wertigkeit 16, dezimal gedacht. Und die dritte Stelle die Wertigkeit 256. A, dezimal abgebildet, ist 10. F, dezimal abgebildet, ist 15. Somit ergibt sich nun 10 mal 256 plus 15 mal 16 plus 6 mal 1 gleich 2806 dezimal. Schließlich noch eine Binärzahl 110. Wertigkeit ganz rechts wiederum 1, Wertigkeit an der nächsten Stelle 2, Wertigkeit an der dritten Stelle 4. Somit ergibt sich 1 mal 4 plus 1 mal 2 plus 0 mal 1 gleich 6 dezimal. Genau diese Umwandlung kann ich mit einem Taschenrechner, der die entsprechenden Funktionen hat, ganz automatisch durchführen. Das werde ich gleich zeigen. Bevor ich dazu komme, möchte ich aber die Aspekte, die ich gerade erläutert habe, nochmal etwas vertiefen. Wir sehen hier wieder die gleichen Zahlen wie zuvor, die ich wiederum in das Dezimalzahlensystem umgewandelt habe. Ich möchte aber kurz erläutern, wie man auf diese Wertigkeiten der einzelnen Stellen kommt. Immer dezimal gedacht, also die rechte Stelle hat die Wertigkeit 1. Das entspricht im dezimalen Zahlensystem einer 10 hoch 0 und 10 hoch 0 ist 1. Die zweite Stelle hat die Wertigkeit 10, das entspricht 10 hoch 1, also 10. Die dritte Stelle hat die Wertigkeit 10 hoch 2, das ist 100. Hier steht also 100, hier 10, hier 1 und somit wie zuvor auch 3 mal 100 plus 2 mal 10 plus 6 mal 1. Wir sehen, dass wir bei den Wertigkeiten die Anzahl der Symbole im jeweiligen Zahlensystem hier hinschreiben können und nummerieren nun den Exponenten von 0, 1, 2 und so weiter von rechts nach links durch. Wir sehen das hier an der Oktalzahl. Das Oktalzahlensystem hat 8 Symbole, damit muss ich hier für die Wertigkeiten eine 8 schreiben. Und nummeriere wieder von rechts nach links den Exponenten von 0, 1, 2, 3 und so weiter durch. Das heißt, diese Wertigkeit beträgt 8 hoch 0, das ist 1, 8 hoch 1, das ist 8, 8 hoch 2, 64. Somit ergibt sich wiederum 3 mal 64 plus 2 mal 8 plus 6 mal 1 ist gleich 214.
entsprechend im Hexadezimalzahlensystem. Die ganz rechts stehende Ziffer hat die Wertigkeit 16 hoch 0, das ist 1. Die daneben liegende Zahl 16 hoch 1 als Wertigkeit, das ist 16. Und die dritte 16 hoch 2, das ist 256. Also 10 mal 256 plus 15 mal 16 plus 6 mal 1 gleich 2806 dezimal ausgedrückt. Und schließlich die Binärzahl 110, Wertigkeit 2 hoch 0, das ist 1, 2 hoch 1 ist 2 und 2 hoch 2 ist 4. Also 1 mal 4 plus 1 mal 2 plus 0 mal 1 gleich 6 im dezimalen Zahlensystem. Im Schritt zuvor bin ich ja hergegangen und habe immer in das Dezimalzahlensystem umgewandelt. Natürlich muss es aber auch möglich sein, eine Dezimalzahl zum Beispiel in eine binäre Zahl umzuwandeln. Die Rechengänge dafür muss man sehr gut einüben, wenn man das von Hand durchführen möchte, sodass ich hier nicht auf die einzelnen Schritte eingehen möchte. Genau hier ist es eben vernünftig, einen Taschenrechner einzusetzen, der mir diesen Rechenalgorithmus, der hier angewendet werden muss, abnimmt. So kann ich dann also mit dem Taschenrechner in beide Richtungen umwandeln. Von Dezimal nach Dezimal sowieso, da muss ich nichts umwandeln. Von Oktal nach Dezimal, von Hexadezimal nach Dezimal, von Binär nach Dezimal, aber auch immer auf sehr einfache Weise in die andere Richtung. Und es ist auch zum Beispiel die Umwandlung von einer Oktal in eine Binärzahl direkt möglich. Genau das werde ich in den nächsten Schritten zeigen. Ich werde nun also die Dezimalzahl 326 nach Dezimal umwandeln, macht wenig Sinn, aber ich würde es trotzdem einmal versuchen. Die Oktalzahl 326 ins Dezimalsystem, die Hexadezimalzahl ins Dezimalsystem und schließlich diese Binärzahl in das Dezimalsystem. Ich muss dabei mit Setup den Modus des Taschenrechners verändern. Ich gehe hier einfach auf Setup und kann nun hier Basis-N-Modus wählen. Das kann ich erreichen, indem ich hier auf 3 klicke bzw. drücke oder ich gehe mit den Pfeiltasten in diesen Modus, der heißt Basis-N, drücke das Gleichheitszeichen und befinde mich in diesem Modus. Zunächst ist hier der Dezimalzahlenbereich angegeben. Ich kann nun also eine Dezimalzahl eingeben, 326. Ich muss jetzt das Gleichheitszeichen drücken. 326 und wenn ich das jetzt vernünftig in eine Dezimalzahl umwandeln könnte, das macht natürlich keinen Sinn, da es bereits eine ist, müsste ich hier einfach auf die Taste DEC drücken, die ich nun direkt erreiche. Es passiert natürlich gar nichts. Die 326 hier als Oktalzahl möchte ich umwandeln in eine Dezimalzahl. Dazu muss ich nun hergehen und den Modus auf Okt umschalten. Das geht hier, Okt. Hier kann ich nun 3, 2, 6 eingeben. Drücke das Gleichheitszeichen. Das ist immer noch die Oktalzahl 326. Und die wandle ich nun um in eine Dezimalzahl 214. Oktal 326 ist Dezimal 214. Lösche die Zahl wieder. Ich gehe auf Hex, gebe A ein. A erreiche ich hier. Ich kann direkt auf die Taste drücken. F steht hier. Die 6, Gleichheitszeichen betätigt, das darf ich nicht vergessen. Und möchte das in eine Dezimalzahl umwandeln. Dezimal gedrückt 2806. Entsprechend geht das Ganze natürlich auch mit einer Binärzahl 110 Gleichheitszeichen. Hier wieder als binäre Zahl zunächst angezeigt, umgewandelt in das Dezimalsystem 6. Und so kann ich nun natürlich hierher gehen und beliebige Zahlen, zum Beispiel B, D, 8, 7, Gleichheitszeichen,
in alle hier vorhandenen Zahlensysteme umwandeln. Und das geht natürlich in jeder Variante. Ich brauche also keine langwierigen Rechenalgorithmen anzuwenden, sondern kann direkt in diesem Taschenrechner diese Operation vornehmen. Ich werde nun zeigen, dass man in den einzelnen Zahlensystemen auch direkte Rechenoperationen anwenden kann. Ich werde das hier an hexadezimalen Zahlen zeigen. Das Ganze beschränkt sich allerdings auf die Strichoperatoren, also Plus und Minus, und auf die Punktoperatoren Multiplikation und Division. Ich muss den Taschenrechner jetzt natürlich zunächst wieder in den entsprechenden Modus schalten. Setup, das ist dieser Modus. Ich sehe hier die 3, das heißt, ich komme mit der 3 direkt in den Modus. Da ich hexadezimale Zahlen verarbeiten möchte, gehe ich auf Hex und kann nun A7 B plus 2 1 plus A0 mal 9 direkt eingeben, drücke das Gleichheitszeichen und erhalte das entsprechende Ergebnis. Im nächsten Schritt werde ich nun noch zeigen, wie man auf diese Weise IP-Adressen umwandeln kann. Ich werde nun eine IP-Adresse in ihr binäres Äquivalent umwandeln. Eine IP-Adresse besteht grundsätzlich aus 32 Bit. Zur optischen Trennung werden hier Punkte eingefügt. Diese 32 Bit werden durch diese Punkte in 4 Blöcke A8 Bit eingeteilt. Und jeder einzelne dieser Blöcke wird nun separat in eine Dezimalzahl umgewandelt. Es wird also nicht die ganze 32-Bit-Zahl in eine entsprechende Dezimalzahl umgewandelt, sondern man wandelt immer diese 8 Bit in eine entsprechende Dezimalzahl um, diese 8 Bit in eine Dezimalzahl und so weiter und schreibt dann mit dieser sogenannten Punktnotation diese Dezimalzahlen hintereinander. Entsprechend bildet sich das Ganze auf dem Casio ab. Es gibt dort keine direkte Funktion, um IP-Adressen umzuwandeln. Das heißt, ich muss mich hier damit begnügen, dass ich tatsächlich die Zahlen quasi einzeln eingebe. Ich möchte die 192 umwandeln. Gleichheitszeichen. Wandle in binär um und sehe hier nun das entsprechende Binärmuster an dieser Stelle. Das ist 1, 1, 0, 0 und 4 mal die 0. Genau das sehe ich hier. Und so muss ich nun schrittweise mit allen Dezimalzahlen weiter fortfahren. Ich muss zunächst wieder in Dezimal umstellen, die 168 gleich binär. Und wir sehen hier dieses Muster, hier unten rechts in der Ecke und so weiter. Die 0 ist ganz einfach umzuwandeln, die dezimale 0 ergibt auch hier eine 0 und die dezimale 1 ergibt hier 7 Nullen und schließlich eine 1, das zeige ich hier jetzt nicht nochmal. Natürlich kann ich auch das Binärmuster entsprechend rückwärts in eine Dezimalzahl umwandeln. Ich möchte hier allerdings auch noch darauf hinweisen, dass natürlich die höchste Zahl, wenn ich 8 Bit habe, dazu gebe ich 8 mal die 1 ein, gleich, wenn ich das nun in Dezimalzahlen umwandle, die 255 ist. Die niedrigste Zahl, die dezimal ausgedrückt bei einer IP-Adresse vorkommen kann, ist die 0 und die höchste Zahl, wie wir gerade hier sehen, wenn alles auf 1 gesetzt ist dezimal ausgedrückt die 255. Ja, soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den Umgang mit dem Casio beim Umwandeln von einem Zahlensystem ins andere näher bringen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.